Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Tschech, ich bin DOP, Steadicam Operator und Filmemacher aus Frankfurt. Als Bildgestalter benutze ich alle Tools, die in meiner Werkzeugkiste sind. Die richtige Kamera, das richtige Objektiv, der richtige Winkel der Kamera, die richtige Bewegung der Kamera, der richtige Bildausschnitt und allem voran natürlich das richtige Licht. Und beim Thema Licht gibt es noch eine Sache, die in Hollywood fast in jedem großen Film eingesetzt wird und die wir uns heute einmal etwas näher betrachten. Atmosphärische Effekte mit Haze und Fog für Filmemacher. Im Prinzip gibt es 3 verschiedene atmosphärische Effekte: Smoke, Fog und Haze. Der Smoke, also der Rauch, ist im Prinzip immer etwas Verbranntes, also Rußpartikel von etwas, was verbrennt. Ähnlich wie der Sand oder der Staub wird das im Film heute meistens schon digital gemacht. Früher wurden dafür wirklich Autoreifen verbrannt, aber es ist nicht besonders gesund für die Crew und auch für die Umwelt und auch sehr schwer zu kontrollieren am Set. Wer Horror- und Science-Fiction-Filme mag, der weiß, dazu gehört Fog. Fog steht für Nebel. Und eine Nebelmaschine am Set ist nicht nur bei Horrorfilmen ein wirklich gutes Werkzeug. Der nächste im Bunde ist der Haze, Dunst genannt. Aber Haze klingt einfach cooler. Jetzt könnte man meinen, dass Haze und Fog ja gar nicht so weit auseinander liegen. Tun sie auch nicht. Der einzig große Unterschied ist die Teilchengröße. Hat Haze nur bis ungefähr 1 Mikrometer große Tröpfchen, hat der Nebel zwischen 1 und 5 Mikrometer große Tröpfchen. Und das erklärt auch, warum der Nebel einfach dichter ist. Der Haze hingegen hat eine ganz andere Aufgabe. Er soll eigentlich gar nicht verdecken, er soll etwas sichtbar machen, nämlich Licht. Die Lichtstrahlen, diese Lightbeams. Volumetrisches Licht, sagt auch der sich mit 3D-Computergrafik auskennt. Also wir wollen sehen, dass diese Lichtstrahlen einfach durchs Fenster fallen oder zum Beispiel in praktischen Anwendungen einfach ein Lichtstrahl zu sehen ist. Und das berühmteste Beispiel dafür ist die Taschenlampe. Wenn im Film einer nachts im Keller oder in der Höhle eine Taschenlampe anmacht, dann sieht man diesen Strahl. Also nicht bloß das Licht in der Taschenlampe und das Licht, das auf die Wand oder auf die Schatztruhe fällt, sondern man sieht auch komplett diesen Lichtstrahl. Den kann man aber nur sehen, wenn klitzekleine Tröpfchen in der Luft hängen. Die Veranstaltungstechnik ist normalerweise das große Spielfeld für den Hazer und für die Nebelmaschine. Die Nebelmaschine wird aber eher als Effekt eingesetzt, denn der Hazer ist perfekt dafür, die Laserstrahlen zu zeigen von der Lasershow und gleichzeitig auch noch die Leute auf der Bühne sehen zu können. Ich persönlich mag diese Vergleiche mit und ohne, vor und danach. Um das machen zu können, bin ich in die Werkstatt zu einem guten Freund gegangen, der immer an seinen Autos schraubt, schweißt und lötet. Mit einem 40 Watt LED-Strahler von Nedolight habe ich den Himmel, die Decke über dem Motiv angeleuchtet. Und mit einem 500 Watt HMI-Strahler, auch von Dedolight, habe ich die Werkbank ausgeleuchtet. Beides sind harte Lichtquellen. In dem Motiv habe ich 2 weiche Lichter eingesetzt, nämlich einmal die Panotube 15C und eine Werkstattleuchte. Und damit war die Sache eigentlich schon erledigt. Die 4 Lampen reichen vollkommen aus, um diese Szene auszuleuchten. Der Hintergrund hat ein bisschen Licht, auf dem Motiv liegt Licht. Natürlich sind die Stars, die Funken, die wegfliegen, wenn Matthias hier schweißt. Eine kleine Schärfeverlagerung ist jetzt mit der GH5 von einem 60 mm möglich. Ich habe hier den Vordergrund und den Hintergrund leicht unscharf, aber sonst nichts Spektakuläres. Wenn man sich die Szene hier nochmal in der Totalen anschaut, merkt man, irgendwas fehlt. Es sieht einfach zu glatt, zu aufgeräumt aus. Huch, jetzt haben wir ein bisschen Haze in der Szene. Und siehe da, der Hintergrund wird leicht milchig und ich bekomme viel mehr Tiefe. Ich baue eine weitere Ebene ein in mein Bild. Und selbst in der Totalen sieht man hier sehr schön den Strahl der 500 Watt HMI-Leuchte und das Ganze bekommt einen viel interessanteren Look.
Bei der Szene verschwindet der Hintergrund komplett, denn hier ist der Haze jetzt noch etwas dichter als in den Szenen davor. Und man sieht hier in der Szene schön, der Haze ist im ganzen Raum fein verteilt, deswegen wirkt das ganze Bild heller. Alle Side-by-Side-Bilder sind hier nicht farbkorrigiert. Jetzt eine kleine Farbkorrektur, also eine Kontrastanhebung und schon sieht das Bild fertiger aus. Für die Szene habe ich die 40 Watt DLED hinter Matthias gestellt, um nur ihn anzuleuchten. Wie man sieht, ist hier auch die 500 Watt HMI-Lampe aus. Wichtig ist zu wissen, mit welchem Licht man arbeitet. Ich habe in diesen Szenen für mein Hauptmotiv eigentlich nur hartes Licht genommen. Dadurch bekomme ich diese Lichtstrahlen. Obwohl der Haze im ganzen Raum fein verteilt ist, sieht es so aus, als würde der Haze nur hinter Matthias stehen. Aber natürlich kann ich auch weiches Licht mit dem Haze einsetzen. Hier habe ich eine Lichtröhre und je nachdem, wo sie steht, entsteht eine richtig schöne, ich sag mal, Lichtwolke. Also nicht ein einzelner Strahl durch das harte Licht, sondern eine Lichtwolke. In der Szene hier sieht man das sehr schön. Ich habe das Licht bis auf das Werkstattlicht, das vorne die Flex anleuchtet, das Licht von hinten gesetzt. Und Matthias sitzt in so einer richtigen Lichtwolke. Links ist die Panotube, die ich gerade in der Hand hatte, und von hinten scheint das harte Licht von Dedolight. Aber auch im Studio bei Product Shots setze ich den Hazer sehr gerne ein, genau um diese Lichtstimmung zu erzeugen. Auch bei kleineren Produkten, wie hier zum Beispiel einem Waffenvisier, entsteht durch diese Lichtwolke im Hintergrund einfach viel mehr Atmosphäre im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch bei Produktshots muss man manchmal das Licht sichtbar machen. Das hier sind sogenannte Laserpatronen, also wie ein Laserpointer. Sie werden in die Waffe eingeführt und strahlen mit ihrem Laserstrahl durch den Lauf durch. Jetzt kann man überprüfen, ob das Visier auch dorthin zeigt, wo die Waffe hinschießen soll. Den Laserstrahl selbst, den sehe ich nur, wenn Haze dazwischen ist. Kommen wir nun zum Nebel. Der Nebel mit einer Teilchengröße oder Tröpfchengröße zwischen 1 und 5 Mikrometer hat einfach eine viel dichtere Konsistenz. Natürlich kann man den Nebel auch verteilen, fein verteilen, um einen Haze-ähnlichen Effekt zu erzeugen, aber es wird immer dichter sein als ein feiner Haze, der in der Szene, wie wir gerade vorhin gesehen haben, so gut wie gar nicht auffällt. Und erst wenn Licht in die Szene kommt, bemerkt man, dass atmosphärische Partikel in der Luft sind. Ein guter Haze ist eigentlich sehr gleichmäßig, sehr fein verteilt und sehr, sehr gleichmäßig. Nebel hingegen hat eine eigene Struktur. Natürlich nicht, wenn er übertrieben ist und wie eine weiße Wand vor einem steht, sondern wenn er dosiert eingesetzt ist. Man hat immer die kleine Wölkchenbildung, man hat eine Struktur drin und genau das ist es, worauf ich als Filmemacher natürlich achte, wenn ich den Nebel einsetze. In diesem Fall hat der Nebel nicht nur eine verdeckende Wirkung, sondern eine dynamische Wirkung. Er bewegt sich quer durchs Bild und bringt hier nochmal eine zusätzliche Spannung in das Bild. Die typische Geschichte, etwas kommt aus dem Nebel. Hier hatte ich jetzt keine Möglichkeit, Licht zu setzen, also nur das natürliche Licht. Aber wenn ich Licht setzen kann, dann kann das so aussehen. Ein kurzer Blick hinter die Kulissen des Drehs. Ich hatte einen 20 Watt LED-Strahler und viel Nebel hinter der Tür. Als die beiden Protagonisten die Tür aufmachen, kommt der Nebel in den Raum, in dem ich stehe, und das ist natürlich genau der Effekt, den ich haben will. Wichtig ist, dass ich Gegenlicht habe, denn hier gilt wie so oft bei der Lichtgestaltung
Backlight ist King. Gerade bei Nebel und Haze ist Backlight eigentlich die Waffe schlechthin. Hier sieht man eine einzige Lampe und ein bisschen Nebel. Das macht schon eine recht coole Szene aus. Aber natürlich gebe ich zu, dass das Werkzeug Haze und Nebel nicht von Anfang an in meinem Werkzeugkasten war. Für ein Kurzfilmprojekt für die Firma Treehouse in Köln war ich als DOP am Set. Und wir hatten verschiedene Szenen, in denen ich natürlich das Licht gesetzt habe. Und dann kam eine Szene, in der die Hauptdarstellerin in einem Asialaden eingekauft hat. Um das Ganze zu verdeutlichen, dass das Ganze nicht hier in Köln, sondern in Asien spielt, stand sie vor einem Kühlschrank mit Getränken. Und mir kam die Idee, wenn wir jetzt ein bisschen Dunst hätten, wäre das natürlich eine ganz coole Sache. Hatten wir aber nicht, aber unser Regisseur war E-Zigarettenraucher. Also wurde er genötigt, hier für ein bisschen Nebel, Dunst, Atmosphäre zu sorgen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Danach war für mich klar, ich muss mich unbedingt mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen. Bei mir kommen zwei Geräte zum Einsatz. Zum einen ist es der Tourhazer 2 der deutschen Firma Smoke Factory. Das ist ein amtlicher Hazer. So wie er hier kommt, wird er eingesetzt bei Großveranstaltungen, Konzerten, in Clubs und auch bei einigen Filmproduktionen. Der Tourhazer 2 kommt in einem richtigen Case, also so wie man es eigentlich als Road Case kennt. Super verpackt, super robust und genau für den professionellen Einsatz auch ausgelegt. Das heißt, den Deckel aufmachen, an Strom anschließen und schon kann ich loshazen. Ich habe verschiedene Anschlüsse für die DMX-Steuerung, das ist die Standardsteuerung in der Veranstaltungstechnik. Ich kann aber das Gerät auch ganz einfach am Gerät selbst bedienen. Ich kann die Pumpleistung steuern, also wie viel wird von dem Fluid verdampft und die Geschwindigkeit des Lüfters, die darüber entscheidet, wie weit das Ganze verteilt wird. Normalerweise betreibt man ein Gerät waagerecht vor sich stehend. Den Tourhazer kann ich aber auch hinstellen oder auf den Rücken legen. Völlig egal, er funktioniert in allen Lagen. Außer auf der rechten Seite ist ein Lüftungsblech, in dem die Luft angesaugt wird. Da sollte man ihn nicht draufstellen, aber ansonsten findet man immer einen Platz im Set für den Tourhazer. Die Firma Smoke Factory stellt aber nicht nur die Geräte und auch die Cases hier in Deutschland her, auch das Fluid wird von der Firma hergestellt. Und das ist besonders wichtig. Man sollte auch ausschließlich dieses Fluid für den Tourhazer verwenden, aus mehreren Gründen. Einmal sorgt man dafür, dass das Gerät nicht beschädigt wird, weil das Fluid speziell für diesen Tourhazer gemacht worden ist. Und zweitens die Effizienz. Bei 40% Pumpleistung benötigt der Tourhazer 2 lediglich 1 Milliliter Fluid pro Minute. Das bedeutet, bei dem 5 Liter Kanister, der eingebaut ist, reicht das sehr, sehr lange. Also mehrere Tage am Stück könnte man damit durchhazen. Der Tourhazer ist 55 cm breit, 26,5 cm hoch und 41,5 cm tief mit Deckel und hat ein Gewicht von ungefähr 16,5 Kilo. Hier auf diesem Bild sieht man, ich habe den 5 Liter gegen einen 3 Liter Kanister ausgetauscht, einfach um ein bisschen Gewicht zu sparen. Mit 1500 Watt braucht er auch nicht so viel Strom, aber er braucht Strom. Und da sind wir bei einem wichtigen Thema. Der Hazer an sich ist von der ganzen Konzeption her für den Inneneinsatz ausgelegt. Das heißt, habe ich normale Räumlichkeiten, überhaupt kein Problem. Habe ich eine große Halle, ist das auch kein Thema. Aber ich sollte nicht versuchen, selbst mit einem Hochleistungs- oder gutem Hazer eine offene Waldlichtung oder einen offenen Platz oder ein großes Stadion mit Haze befüllen zu wollen. Das wird nicht funktionieren. Sobald ein bisschen Wind dazukommt, wird einfach dieser Haze weggetragen. Denn dafür gibt es nämlich Nebelmaschinen. Aber die brauchen auch Strom. Also entweder echt langes Verlängerungskabel oder Alternative dazu, akkubetriebene Nebelmaschine. Die Scotty 2 von Smoke Factory bietet alles, was ich als Filmemacher für die meisten Anwendungen draußen brauche. Mit ihren 400 Watt liefert mir die Scotty 150 Stöße à 5 Sekunden oder 10 Minuten Dauernebel bei voller Leistung. Mit einer Akkuladung. 2 Sprühstöße à 5 Sekunden und jede normale durchschnittliche Mietwohnung in Deutschland ist komplett eingenebelt. Also ich kann damit ohne weiteres auch größere Räume mit Nebel befeuern. Natürlich hat es nicht die Leistungsfähigkeit einer Nebelmaschine, die an Strom angeschlossen wird. Aber genau diese Portabilität, dass ich sie überall hin mitnehmen kann, macht sie ja so einzigartig. Für mich als Filmemacher ist diese Akkulösung
perfekt. Ich kann meine Nebelmaschine immer mitnehmen, mit unter 6 Kilo, überhaupt kein Problem, sie in der Tasche dabei zu haben. Der 250 Milliliter Tank reicht sozusagen für 2 Akkuladungen, also auch das ist kein limitierender Faktor. Und selbstverständlich kann man genau wie den Tourhaeser auch die Scotty senkrecht betreiben, um zum Beispiel mal sowas zu machen. Die Handhabung der Scotty 2 ist super einfach. Bisschen Fluid in den Tank und die Batterie, also den Akku, an die Maschine angeschlossen. Und dann brauche ich nur noch auf den Knopf zu drücken, 1 Sekunde zu warten und es geht los. Also 1 Sekunde Vorheizzeit hat diese Nebelmaschine und ich kann losnebeln. Ich muss den Knopf auch immer gedrückt halten, um Nebel zu produzieren. Aber was mache ich, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, alleine im Wald bin und auf einige Entfernung meine Nebelmaschine auslösen will? Kein Problem, dafür gibt es optional eine Funkfernbedienung. In die 3-polige XLR-Buchse der Scotty wird der Receiver eingesteckt und somit ist das Ganze schon fertig. Dann kann ich auf bis zu 100 Meter meine Scotty abfeuern. Und das ist wirklich eine ganz coole Geschichte. Die Scotty 2 besteht im Prinzip aus 3 Teilen: dem Akku, dem Fluidbehälter und der Nebelmaschine selber. Wenn man sie mal zerlegen sollte, aus was für Gründen auch immer, kann man sie einfach zusammenstecken. Dann wird mit 2 Schrauben die Scotty am Akku befestigt und der Schlauch mittels der Schnellkupplung an den Fluidbehälter angesteckt. Dann wird nur noch die Batterie, also der Akku, mit der Scotty verbunden und schon kann man nebeln. An einem kleinen Drehpodi kann man die Ausstoßmenge regulieren, also von minimal bis maximal. Ganz wichtig ist, dass man nach Benutzen den Stecker abzieht. Die Scotty geht zwar in eine Art Schlafmodus, trotzdem sollte man den abziehen, um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern. Ich habe mir eine kleine Tasche dafür besorgt von der Firma ThinkTank. Da passt die Scotty perfekt rein. Also einfach nur Stecker abziehen und reinpacken. Die Tasche nennt sich Mirrorless Mover 30i und da ist sogar in der vorderen Flappe ist sogar noch Platz für das Ladegerät. Ich finde es eine super Geschichte. Alles ist aufgeräumt und ich habe meine Nebelmaschine immer dabei. Natürlich gibt es auch für die Scotty 2 ein eigenes Fluid von der Firma und auch hier sollte man nur dieses Fluid verwenden. Die Gründe habe ich beim Tourhaeser schon genannt. Also einmal, dass die Geräte optimal arbeiten können, zum Zweiten, dass sie auch ihre Effizienz haben, also relativ wenig Fluid nur benötigen und drittens, auch nicht ganz unwichtig, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind. Denn gerade bei den, ich sag mal, etwas günstigen Produkten aus Fernost wird da nicht so genau hingeschaut, was da zusammengemischt wird. Es wird nämlich hier ein Glykol-Wassergemisch verdampft. Und wenn hier zum Beispiel Diethylenglykol drin ist, dann ist das nicht besonders gesund. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit einem Dunst, einem Nebel zu tun haben, der so fein ist, dass er bis in die tiefsten Verästelungen unserer Lunge vordringen kann. Deswegen achtet auch die Firma Smoke Factory darauf, dass alle ihre Produkte getestet und auch zugelassen sind. Die Kombination von wasserbasierten Fluids und gerade dem geringen Verbrauch hat einen weiteren Vorteil. Wir haben nämlich keine Rückstände oder fast keine Rückstände. Und wenn wir Rückstände haben, weil wir sehr, sehr viel genebelt haben, dann sind sie wasserlöslich. Zudem sind sie geruchsneutral und 100% ungiftig. Aber nicht nur für den Film, auch für den Fotografen ist der Nebel ein tolles Requisit. Wie hier für die Fotos, die wir im Kundenauftrag erstellt haben, haben wir mit dem Licht und dem Nebel gespielt. Auch mit der Lichtfarbe, also dem Weißabgleich auf Tageslicht und mit Kunstlicht den Nebel angeleuchtet, bietet hier Spannung. Wie schon gesagt, setze ich sehr gerne bei Product Shots den Nebel aus der Scotty ein. Ich habe die Dynamik des Nebels, ich habe diese Wölkchen, die sich hin und her bewegen. Das gibt ein bisschen Spannung und je nach Motiv ist das eine gute Ergänzung dazu. Möchte ich diese Wölkchen nicht, dann brauche ich einen Hazer, oder? Naja, der Hazer ist der Spezialist für wölkchenfreien Dunst. Aber ein guter Haze ist wie ein gutes Pilz. Es braucht mindestens 7 Minuten. Also man sollte den Hazer nicht auf voller Pumpleistung laufen lassen, denn dann sieht das Ganze schon eher aus wie Nebel. Einen feinen Haze baut man sich langsam auf. Man braucht ein bisschen mehr Zeit dafür. Man muss den Raum auch füllen.
Habe ich einen großen Raum, dann dauert das einen Augenblick, aber dann bekomme ich einen sehr gleichmäßigen Haze. Ich zeige jetzt hier mal die Poor Man's Haze Variante. Damit knalle ich ein bisschen Nebel in die Szene mit der Scotty und dann verteile ich den Nebel. Einfach mit einem Stück Pappe oder mit einem Reflektor wedel ich und verteile diesen Nebel. Dank des sehr guten Fluids von Smoke Factory verteilt sich dieser Nebel tatsächlich so, dass es aussieht, als wäre es ein guter Haze. Klar, man sieht, wenn man genau hinschaut, immer noch leichte Wölkchen, aber er ist sehr, sehr fein verteilt. Natürlich ist er auch dicker, also dichter als ein normaler Haze. Und in einem kleinen Raum funktioniert das wunderbar. Ist der Raum etwas größer, dann funktioniert das schon nicht mehr unbedingt. Aber hier, gerade für so Product Shots, für kleinere Sets, ist das eine richtig gute Alternative. Im Grunde genommen ist Haze und Fog nicht unbedingt das Werkzeug des Kameramanns, sondern eigentlich des Beleuchters. Und zum Glück gibt es ja lichtsetzende Kameraleute. Und die setzen zum Beispiel auch vielleicht einen Vorsatzprojektor auf ihre Lampen ein. Also die Halogen- und LED-Lampen von Dedolight, für die gibt es einen Vorsatz, den DP1 von Dedolight. Und damit kann man mit solchen Stahlgobos diese Muster projizieren. Also auch eine weitere Möglichkeit, mit Licht zu spielen. Der Fantasie sind also mit Haze und Fog keine Grenzen gesetzt. Apropos Grenzen und Fantasie. An was erinnert euch das? Ja, Horror, Spannung, was auch immer. Und das Besondere daran, klar, der Nebel ist unten auf dem Boden. So ein richtig schöner, quellender Bodennebel. Das Problem ist bei einem Nebel aus der Nebelmaschine, der ist warm, weil es wird verdunstet. Es wird ein Glykol- und Wassergemisch verdunstet und das geht meistens nur mit Wärme. Also wie bekomme ich den Nebel nach unten auf dem Boden? Ich könnte zum Beispiel Trockeneis nehmen. Trockeneis ist nichts weiter als CO2 runtergekühlt auf minus 78 Grad Celsius und dann in eine Form gepresst. Solche Platten oder solche Pellets. Schmeißt man jetzt nur ein Stück Trockeneis in Wasser, fängt es an zu kochen und es wabert so raus. Also es geht von dem festen gleich in den gasförmigen Zustand über. Aber als Nebel taucht Trockeneis nicht wirklich. Viel zu wenig Konsistenz. Aber man kann Trockeneis in eine Styroporkiste packen und baut sich daraus einen Fog Cooler. Ein Plastikrohr durchgeschoben, auf der einen Seite die Nebelmaschine, auf der anderen Seite das Motiv. Wenn man jetzt den Nebel da durchschickt, wird er runtergekühlt und sinkt nach unten. Hält natürlich nicht super lange, aber auf jeden Fall besser als mit dem normalen Nebel, weil einfach der Nebel jetzt kühler ist und nach unten sinkt. So kann man sich mit einfachen Mitteln einen eigenen Fog Cooler bauen. Macht man eine Verlängerung an dem Rohr und bohrt da alle 10 cm ein Loch rein, kann man so eine Art Nebelvorhang erzeugen. Man sieht hier, dass die Abstände vielleicht ein bisschen groß gewählt sind, aber es war einfach auch nur mal ein Versuch. Man kann also auch da seiner Kreativität freien Lauf lassen. Interessant ist, wie der Nebel aussieht, der da rauskommt. Also es sieht aus, als würde irgendwas in Flüssigkeit laufen. Und das erste, was mir hier einfällt, ich erzeuge mir meine eigenen Grafikanimationen, um sie vielleicht für irgendeinen Effekt im Film einzusetzen. Also auch so etwas ist mit Nebel möglich. Die Scotty 2 ist die perfekte Nebelmaschine für den Filmemacher. Ob in- oder outdoor, dank der sofortigen Einsatzfähigkeit ein super Teammitglied. Auch als kleine Hazer-Lösung im Studio ist sie nutzbar. Mit knapp unter 6 Kilo gibt es keinen Grund, sie zu Hause zu lassen. Der Tourhazer 2, wenn es auf hochqualitativen Haze ankommt, ob im Studio oder in einer großen Halle, der Tourhazer verzaubert das Licht. Mit 16,5 Kilo ist er noch gut zu transportieren und es ist das Top-Gerät auf dem Markt. Made in Germany. Noch ein kurzes Wort zum Thema Sicherheit und sicheres Arbeiten. Die Fluids selber sind ungiftig und sind auch nicht entflammbar, von daher kein Problem. Aber es gibt ein anderes Problem. Fast überall in allen Wohnräumen gibt es Rauchmelder.
Und auch in öffentlichen Gebäuden oder Räumen, die man anmieten kann, wie hier zum Beispiel, das ist eine Stadthalle, die für eine Hochzeit angemietet worden ist. Und der Lichttechniker, den ich gut kenne, der hat dort sein Equipment getestet, muss man ja machen vorher, und hat den Turhazer 2 schön auf Vollpower laufen lassen. Und plötzlich ging der Alarm los. Du musst natürlich dann schauen, dass die Feuerwehr nicht vorbeikam, weil die wird nämlich automatisch in solchen Fällen benachrichtigt. Das kann schnell ein paar hundert oder ein paar tausend Euro kosten. Wenn ihr sowas macht, dann klärt vorher ab, ob es in den Räumen Brandmelder gibt, also Rauchmelder gibt, ob man die ausschalten kann. Also in Privaträumen kann man die meistens sogar ausschalten, die aktivieren. In öffentlichen Gebäuden kann man das nicht. Man muss dann jemanden fragen, der das in der Brandmeldezentrale macht, und dann ist das kein Problem. Dann wird eine sogenannte Brandwache aufgestellt, meistens von der Freiwilligen Feuerwehr. Die kriegt einen kleinen Obolus dafür und dafür ist alles in Ordnung. Also denkt dran, Rauchmelder reagieren definitiv auf jeden Haze und jeden Fog. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf unserer kleinen Reise durch die Welt der atmosphärischen Effekte mit Haze und Fog für Filmemacher. Vielleicht habt ihr auch einige Fragen beantwortet bekommen oder ihr seid sogar auf den Geschmack gekommen, euch mal mit der Thematik näher zu beschäftigen. Glaubt mir, es macht riesig Spaß, nicht nur mit Licht, sondern auch mit Haze und Fog zu arbeiten. Mit der Anschaffung ist es wie mit gutem Licht. Einmal das Richtige gekauft, dann hat man jahrelang davon. Wenn ihr wissen wollt, welches Equipment ich verwendet habe, die ganzen Links stehen unten in der Beschreibung. Hat euch das Video gefallen? Dann schreibt es in die Kommentare. Habt ihr Fragen dazu oder Anregungen? Auch da unten rein. Denn es war sehr viel Arbeit, diesen Film zu produzieren. Aber es hat sau viel Spaß gemacht. In diesem Sinne, geht raus und macht Filme. Euer Stefan Tschech.